Turm erhebt sich majestätisch über dem Domplatz und dem ganzen historischen Stadtkern und ist eines der wichtigsten Symbole der Stadt Trient. Es gibt fast keine Dokumente zu seiner Erbauung. Wahrscheinlich wurde der Turm im 12. Jahrhundert vom Fürstbischof zum Schutze der Hofburg erbaut, die sich damals außerhalb der Stadtmauern befand. An den Kalksteinmauern kann man die Spuren der 3 Bauphasen ablesen. Am Ende des 14. Jahrhunderts hatte der Turm eine Höhe von 45 Metern erreicht. Charakteristisch ist die überhängende Mauerkrönung, mit Zinnen geschmückt und zur Verteidigung mit Pechnasen ausgestattet. Während des Konzils von Trient wurde der Turm beleuchtet. Bei allen feierlichen Anlässen der Stadt wurden von der Spitze Feuerwerke gezündet und Salbenschüsse geschossen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts hat der Turm seine Verteidigungsfunktion verloren. Im Inneren wurden Gefängniszellen gebaut, welche bis ins 19. Jahrhundert verwendet wurden. Der Zugang zum Gefängnis erfolgte direkt vom anliegenden Palazzo Pretorio, dem Sitz des Stadtgerichts. Von besonderem künstlerischem und historischem Interesse sind die zahlreichen Inschriften und Graffiti, welche von den Häftlingen an den Mauern der Zellen hinterlassen wurden. Im Jahre 1224 wird das erste Mal eine Glocke erwähnt. 1448 wurde an der Fassade eine mechanische Uhr angebracht. Die Uhr und das Läuten der Glocken prägten den Tagesablauf der Leute in der Stadt. Die Glockenschläge unterschieden sich von jenen des Doms, welche das religiöse Leben kennzeichneten. Der Glockenturm beherbergte 2 Glocken. Die große Glocke, auch Renga genannt, versammelte die Einwohner und den Generalrat der Stadt. Die andere Glocke, Wachglocke oder Stundenglocke genannt, kündigte die Versammlungen des Statthalters an, die Bekanntmachung von Urteilen, das Schlagen der Stunden und warnte die Bevölkerung im Falle von Bränden. Der Stadtturm wurde auf den Resten einer kleinen Festung zur Verteidigung der alten Porta Veronensis erbaut, welche aus dem 1. Jahrhundert nach Christus stammte. Es handelt sich um das monumentale Tor an der Südseite der Stadtmauern des römischen Tridentum, das auf die Via Claudia Augusta Padana führte. Vom Tor aus verlief im Inneren der Cardo Massimo, die Hauptstraße der Stadt Richtung Norden. Das Tor hatte 2 große Öffnungen, eine für Fußgänger und eine für Karren, und auf der Seite 2 16-eckige Türme. Die Reste der Porta Veronensis können noch im Untergeschoss des Stadtturms besichtigt werden.